Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren News-Video. Schon wieder. Heute mit ein bisschen Kryptowährungs-News und zwar sehr, sehr guten News. Denn ja, AT&T hat angekündigt, dass sie ab sofort, beziehungsweise dass sie daran arbeiten, Zahlungen mit BitPay zu akzeptieren. Das ist eigentlich nur quasi die ganze News, die ich euch hier vorstellen möchte. Warum das aber so bedeutend ist, das kommt jetzt. Wahrscheinlich kennen wenige von euch BitPay. BitPay ist, also das ist jetzt nicht gesponsert oder sowas, ich möchte euch einfach nur vorstellen, weil ich finde, das ist für den Kryptomarkt nicht ganz unrelevant, also sogar sehr wichtig. Was das ganze Ding ist im Endeffekt, ihr könnt, wenn ihr irgendwo einkauft, mit Bitcoin bezahlen, aber derjenige, der verkauft, das heißt in diesem Fall zum Beispiel Microsoft, die bekommen einfach US-Dollar oder Euro oder Pfund oder Yen oder sonst irgendwas. Die bekommen einfach eine ganz normale Fiat-Währung. Und das ist sehr, sehr cool. Warum ist das so toll? Naja, ihr könnt mit eurer Lieblingskryptowährung bezahlen und trotzdem bekommt der Empfänger dann eben seine ganz normale Währung. Das ist für Unternehmen extrem wichtig. Das bedeutet, ja, wenn jetzt zum Beispiel also Amazon und Steam hatten ja eine Weile quasi angeboten, dass man mit Kryptowährung oder Bitcoin kaufen kann. Das Problem ist allerdings dabei, dass man natürlich, naja, Kryptowährungen sind immer noch sehr instabil. Das bedeutet, wenn ich mit Bitcoin kaufe und heute ist die Bitcoin $5.000 wert und morgen kann sie eventuell 7.000 oder auch nur noch $1.000 wert sein. Das kann jederzeit passieren und das ist ein Risiko, das so ein großes Unternehmen im Normalfall nicht bereit ist zu tragen. Denn dort sind natürlich auch die Zahlen ein bisschen anders. Die würden dann mehrere tausend Bitcoin von mir aus kriegen, wenn sie viel verkaufen. Und naja, mehrere tausend Bitcoin ist schon einiges an Geld, wenn man dann mal plötzlich die Hälfte des Wertes verliert oder auch die Hälfte draufkriegt. Deswegen ist so ein Unternehmen wie Microsoft oder Amazon oder Steam meistens einfach nicht bereit, so ein fettes Risiko in Kauf zu nehmen, weswegen sie einfach jederzeit in Dollar oder Euro bezahlt werden wollen. Deswegen könnt ihr auch da normalerweise nur mit Fiat-Währung bezahlen. Problem ist allerdings natürlich, ihr wollt mit Kryptowährungen bezahlen und naja, das ist mit BitPay tatsächlich möglich, weil ihr so im Endeffekt sagen könnt, okay, ich bezahle mit BitPay, aber derjenige empfängt dann einfach das Ganze in Euro. Und BitPay wandelt das im Endeffekt um. Also die wandeln um Euro in irgendeine Kryptowährung und die verkaufen dann regelmäßig natürlich auch ihre Kryptowährung, die sie bekommen haben und bezahlen einfach die Unternehmen ganz normal. Das ist das Tolle daran. Natürlich verlangen sie auch einiges an Fees. Ich meine, 1%, das ist schon viel, wenn ihr überlegt, dass dann zum Beispiel ein Titel, sagen wir mal, ich kaufe mir ein Spiel auf Steam für 60 Euro, das ist ein teures Spiel, ja, ich weiß, aber dann wären es tatsächlich einfach 66 Euro, beziehungsweise wenn das Unternehmen die Fee ansetzt, dann würden sie nur noch 54 Euro bekommen. Und das ist schon einiges, wenn man sich das mal so überlegt. Aber natürlich, diese Zahlungsart anzubieten, ist natürlich auch oftmals ein Totschlagargument für viele Kunden, wenn sie irgendwas anonym kaufen wollen. Da ist jetzt vielleicht Steam oder Amazon, die ja eure Adresse auch haben, nicht unbedingt das beste Beispiel. Aber wenn man irgendwas kauft, was nicht unbedingt so gerne gesehen wird, dann möchte man nicht unbedingt, dass zum Beispiel PayPal weiß, was man sich da gerade gekauft hat. Also es muss nicht unbedingt immer illegal sein, wenn man irgendwie verschleiern möchte, was man da gerade gekauft hat. Und PayPal ist ja sowieso, oder viele Online-Unternehmen, die dann Zahlungen auch versenden, sind ja häufig auch irgendwelche Datenkraken, die man jetzt nicht unbedingt mit allen Informationen füttern möchte. Hier unten sehen wir das Ganze auch normal. Ihr werdet da bezahlt in einer Kryptowährung oder in Dollar oder in eurer Währung, die ihr eben haben wollt. Also man kann auch tatsächlich die Kryptowährung ausbezahlt bekommen, das geht auch. Und das finde ich auch recht interessant, dass man sich da quasi einfach aussuchen kann, hey, ich möchte gerne trotzdem in Bitcoin bezahlt werden. Denn manche Unternehmen mögen das vielleicht normalerweise allerdings eher selten. So, wie kann das jetzt funktionieren? Naja, ich habe ja euch gesagt, dass das eigentlich so nicht möglich ist. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwas mit Bitcoin kaufe, dann muss ich natürlich warten, bis der Block auch tatsächlich confirmed wurde. Und das am besten 6-mal confirmed wurde. Sagen wir mal, ich kaufe irgendwas und ich warte nicht, also der Verkäufer wartet nicht auf Bestätigung des Blocks, sondern wartet einfach nur darauf, dass es in einem Block drin ist, dass die Zahlung quasi getätigt wurde, was auch schon 10 Minuten übrigens dauert. Dann, kann es passieren, dass wir zwei gleichzeitig entstandene Chains haben. Und einer dieser obersten Blöcke wird dann einfach fallen gelassen. Sprich, es kann zu 50% sein, dass euer Block einfach wegfällt. Und dass eure Zahlung dann zwar immer noch im Auftrag ist, aber eigentlich gar nicht ausgeführt wurde. Und wenn ich das dann natürlich clever anstelle und ein bisschen, okay, fett viel Glück dabei habe, dann kann es durchaus sein, dass ich mir was kaufe und eigentlich gar nie dafür bezahle, wenn ich gleichzeitig mein Geld zum Beispiel nochmal ausgebe. Das kann jederzeit so sein.
Und deswegen muss man normalerweise immer, also wenn man wirklich 100% sicher sein möchte, dass das Geld auch wirklich da ist, dann sollte man 6 Blöcke lang warten und 6 Blöcke sind 60 Minuten. Das heißt, man müsste 60 Minuten warten. Das Problem ist allerdings, naja, ich möchte keine 60 Minuten warten, bis tatsächlich mal ich zum Beispiel irgendwo eingekauft habe. Und deswegen gibt es hier auch so eine kleine Personal-Kategorie hier. Da muss man dann eben nicht so lange warten. Wie das funktioniert, also im Endeffekt, wenn ihr das Ganze einfach nur hier zum Beispiel bei Microsoft kauft, dann müsst ihr da auch wirklich diese 60 Minuten warten. Wenn ihr einfach ganz normale Bitcoin-Überweisung hintätigt, dann muss man dann einfach ganz normal warten, vermutlich zumindest. Aber wenn ihr hier zum Beispiel euch ein BitPay Wallet oder sowas holt, das ist dann einfach quasi ihr habt diese Zahlung auf eurem Handy, beziehungsweise ihr habt einen Wallet dort liegen bei BitPay und wenn ihr bezahlt, dann wird das einfach direkt abgebucht von eurem Wallet und ja, man hat quasi nicht mehr die Kontrolle über sein Geld, sondern man überweist einmal Kryptowährung auf BitPay und dann wird einfach von dort regelmäßig abgebucht. Das ist dann quasi, als hättet ihr ein Online-Wallet, nur halt nicht mehr selber die Kontrolle darüber. Das heißt, ihr könnt dieses Double Spending auch nicht machen, weil dann einfach BitPay dafür sorgt, dass wenn die Zahlung ausgeführt wird, oder im Endeffekt liegt das Geld ja gar nicht mehr bei euch, es liegt bei BitPay. Das heißt, es wird einfach sozusagen von eurem Wallet übertragen woanders hin. Und ja, deswegen, BitPay hat die volle Kontrolle darüber, also müsst ihr nicht mehr warten, bis das auch wirklich überwiesen wird, weil es eigentlich so gesehen gar keine echte Bitcoin-Überweisung auf der Blockchain gibt. Das ist dann ähnlich wie bei einem Exchange. Eigentlich liegt alles Geld bei dem Exchange, nur dass, wenn ihr eine Überweisung tätigt, dann wird halt einfach bei euch im Account das Ganze um ein bisschen nach unten versetzt. Also quasi die Werte reduziert und ihr habt dann halt nicht mehr Zugriff auf so viel Geld. Logischerweise. Aber ihr müsst eben nicht auf die echte Blockchain zugreifen und dadurch eben auch keine 6 Blöcke warten und dadurch ist das Ganze im Normalfall schneller. Gut, so funktioniert das mit Bitcoin. Andere Kryptowährungen haben das Problem gar nicht. Da funktioniert das direkt. Das heißt, man kann einfach sagen, hey, ich möchte gerne mit meinen Kryptowährungen im Laden bezahlen mit einer normalen Mastercard oder Visa oder sowas. Quasi sieht so aus wie eine Mastercard oder Visa. Und dann, naja, hat man das halt so bezahlt und man muss quasi 4 Sekunden warten, bis das Geld da ist. Das ist dann halt Echtzeit. Oder 5 Sekunden, gibt's auch. Aber ja, bei Bitcoin funktioniert das leider nicht und Bitcoin ist leider immer noch die meistgenutzte Kryptowährung. Und ja, ich sage leider, weil Bitcoin einfach so viel weniger kann als andere Kryptowährungen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht langsam mal umsteigt, aber es ist halt die meistgenutzte, ne? Gut, aber warum ist das jetzt eine so wichtige News, die wir hier gerade uns angeguckt haben, dass AT&T jetzt mit BitPay zusammenarbeiten möchte? Naja, große Unternehmen, wenn die einsteigen und zum Beispiel so etwas machen, dann ist das meistens ein sehr gutes Zeichen, dass da auch wirklich wieder Aufwind drin ist, dass das Ganze nicht tot ist und dass es jetzt auch endlich mal fast so weit ist oder zumindest in die Richtung geht, dass es einfach für die Öffentlichkeit auch normal verwendbar ist. Das heißt, jeder oder viele Leute können es einfacher verwenden als noch vor 2, 3 Jahren oder sowas, wo das Ganze wirklich eine fette Einstiegshürde hatte. Mittlerweile schon bei AT&T und bei Microsoft, soweit ich weiß, habe ich es auch gesehen. Das heißt, wir haben hier schon echt viele Unternehmen, die dabei sind. Also Microsoft ist hier auch angeführt. Und das finde ich ziemlich cool, denn ja, je mehr Leute das benutzen, desto besser wird es auch angenommen in der Öffentlichkeit. Und das macht Kryptowährung sozusagen präsenter. Und dadurch auch vielleicht die Zahlung ein bisschen anonymer, man ist nicht mehr komplett gläsern und vor allem hat man wieder ein bisschen mehr Kontrolle über sein Geld, was mit BitPay jetzt nicht unbedingt der Fall ist, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Gut, das war's von meiner Seite, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.